Das Essen der Präsidenten ist nicht einfach nur Frühstück, Mittag und Abendessen. Es ist ein echtes Ritual, umgeben von Geheimhaltung, strenger Kontrolle und den ungewöhnlichsten kulinarischen Vorlieben. Wir sind es gewohnt zu denken, dass Staatsführer wie Könige essen, aber ist das wirklich so? Einige Präsidenten lieben exquisite Delikatessen, von denen ein gewöhnlicher Mensch nicht einmal träumen würde. Andere hingegen wählen einfaches und gewohntes Essen, was sogar ihre Sicherheitsleute überrascht. Aber sie alle vereint die Sicherheit. Jedes Gericht wird von speziellen Personen überprüft, um jegliche Bedrohungen auszuschließen. Und manchmal beginnt die Überprüfung bereits beim Einkauf der Produkte. In diesem Video erzähle ich, was die bekanntesten Präsidenten der Welt essen. Wer von ihnen ist ein Gourmet und wer bevorzugt Fastfood? Wie wird ihr Essen geschützt und welche Gerichte gelten als die ungewöhnlichsten? Und natürlich beginnen wir mit dem Präsidenten Russlands. Wladimir Putin ist eine Person, über die viele Gerüchte kursieren. Einige sagen, dass er nur exklusive Produkte isst, andere behaupten, dass er die einfachste und gewohnte Nahrung zu sich nimmt. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Es ist bekannt, dass Putin gesunde Nahrung bevorzugt. In seiner Ernährung gibt es Gemüse, Fisch, Brei und Quark. Seine Frühstücke sind ziemlich bescheiden. Omelette oder Brei, manchmal mit Honig. Er liebt Tee, trinkt aber fast keinen Kaffee. Alkohol ist eine Seltenheit auf seinem Tisch. Das Hauptprinzip ist die Frische der Produkte. Alle Lebensmittel unterliegen einer strengen Kontrolle, denn jeder Präsident läuft Gefahr, vergiftet zu werden. Übrigens nimmt Putin kein Essen aus fremden Händen. Putin liebt, wie viele Russen, Pelmeni und Schaschlik. Man sagt, dass er sie manchmal sogar selbst zubereitet. Aber es gibt ein Gericht, auf das er definitiv nicht verzichten würde. Eiscreme. Genau diese bringt er als Geschenk für die Führer anderer Länder mit. Aber wie unterscheidet sich die Ernährung des russischen Präsidenten von der seines amerikanischen Kollegen? Im Gegensatz zu Putin ist Donald Trump kein Fan von gesunder Ernährung. Er liebt Fastfood. Und das ist kein Scherz. Burger, Pommes frites, Coca-Cola. All das nimmt einen wichtigen Platz in seiner Ernährung ein. Trump bestellt oft Essen von McDonald's, KFC und Burger King. Seiner Meinung nach ist es nicht nur lecker, sondern auch sicher. Er glaubt, dass es an solchen Orten weniger wahrscheinlich ist, eine Vergiftung zu bekommen. Denn das Essen wird massenhaft und für alle gleich zubereitet. Aber er hat auch gehobene Vorlieben. Zum Beispiel Steaks. Und er mag sie sehr gut durchgebraten. So sehr, dass einige Köche es sogar als Verbrechen gegen das Fleisch bezeichnen. Ein weiterer interessanter Fakt. Trump trinkt praktisch keinen Alkohol. Er sagt, dass er gesehen hat, wie Alkoholmissbrauch Leben zerstört und deshalb meidet er es selbst. Frankreich ist ein Land der Haute Cuisine und der Präsident isst hier entsprechend. Im Élysée-Palast arbeiten die besten Köche und das Menü erinnert eher an ein Restaurant als an ein Präsidentenmenü. Macron liebt traditionelle französische Gerichte. In seiner Ernährung finden sich oft Foie Gras, Trüffel und Meeresfrüchte. Er schätzt guten Wein und kann sich ein Glas zum Abendessen gönnen. Aber er hat auch einfache Geschmäcker. Zum Beispiel liebt er Baguettes mit Käse. Man sagt, dass er mehrere davon am Tag essen kann. Und noch eine Schwäche von ihm ist Schokolade. Er bevorzugt dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil. Interessanterweise müssen alle Produkte im Präsidentenpalast ausschließlich französisch sein. Das ist eine prinzipielle Position von Macron. Unterstützung der nationalen Produktion. Die deutsche Küche ist bekannt für herzhafte und kalorienreiche Gerichte, aber der deutsche Kanzler hält sich an eine gemäßigtere Ernährung. Olaf Scholz isst seit vielen Jahren kein Fleisch. Er ist Vegetarier und bevorzugt Gerichte aus Gemüse, Käse und Getreide. Jedoch gibt es in seinem Menü eine Ausnahme. Er isst manchmal Fisch. Eines seiner Lieblingsgerichte sind die traditionellen deutschen Maultaschen. Das sind so etwas wie große Teigtaschen mit Gemüse- oder Käsefüllung. Er mag auch Kartoffelsalat, der in Deutschland je nach Region nach verschiedenen Rezepten zubereitet wird. Alkohol trinkt er jedoch selten, obwohl ihm deutsches Bier und Wein natürlich bekannt sind. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Angela Merkel, die als Bierliebhaberin bekannt war, bevorzugt Scholz eher Mineralwasser und Kräutertees. Die chinesische Küche ist eine Kombination aus Traditionen, Geschmäckern und alten Rezepten. Aber was genau frisst es? Der Führer des größten Landes der Welt. Xi Jinping bevorzugt einfaches, aber traditionelles Essen. Er mag Nudeln, Reis, Gemüsegerichte und Meeresfrüchte. Man sagt, dass sein Lieblingsgericht einfache Jiaozi-Knödel sind. Es ist eines der beliebtesten chinesischen Gerichte und Xi kann sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen essen. Besondere Aufmerksamkeit in seiner Ernährung wird dem Gleichgewicht gewidmet. In China glaubt man, dass die Ernährung Gesundheit und Energie unterstützen sollte. Deshalb gibt es auf dem Tisch des chinesischen Führers immer Suppen, gedünstetes Gemüse und leichte Snacks. Mit Alkohol hat er jedoch eine strenge Kontrolle. In seiner Jugend konnte er etwas traditionelles chinesisches Baijiu trinken, ein starker Reiswein. Aber jetzt hat er fast vollständig auf Alkohol verzichtet. Ein interessanter Punkt. Als Xi Jinping
in den USA war, ging er in ein gewöhnliches Diner und bestellte einen Burger mit Pommes. Das überraschte viele, denn für den chinesischen Führer sind solche Besuche selten. Die türkische Küche ist reich an Gewürzen, Fleischgerichten und traditionellen Süßigkeiten. Und der Präsident der Türkei teilt die Liebe zu nationalen Köstlichkeiten voll und ganz. Erdogan isst oft Kebabs, Lammgerichte und Linsensuppe. Das türkische Frühstück ist eines der vielfältigsten der Welt und der Präsident liebt es ebenfalls. Oliven und Käse, Eier, Fladenbrot, Honig, all das findet man morgens auf seinem Tisch. Aber am meisten liebt er ein besonderes Gericht, Wurzelgemüse. Das ist eine mit Fleisch gefüllte Aubergine mit Tomatensauce und Gewürzen. Ein sehr leckeres und sättigendes Gericht, das in der Türkei seit Hunderten von Jahren beliebt ist. Süßigkeiten sind ein eigenes Thema. Erdogan kann Lokum und Baklava nicht widerstehen. Kaffee trinkt er hingegen nicht so oft. Er zieht gewöhnlichen schwarzen Tee vor. Der Premierminister von Indien, Narendra Modi, isst seit vielen Jahren kein Fleisch. Er ist Vegetarier und hält sich streng an die Prinzipien der indischen Küche. Seine Ernährung besteht aus Reis, Gemüse, Sojaprodukten und Milchgerichten. Er liebt traditionelle indische Fladenbrote, Roti und verschiedene Currys sehr. Scharfe Gerichte, die in Indien so beliebt sind, versucht er zu vermeiden. Modi isst fast nie in Restaurants, er zieht hausgemachtes Essen vor. Er achtet auch auf seine Gesundheit und hält sich an einen strengen Ernährungsplan. Eine seiner Traditionen ist es, morgens warmes Wasser zu trinken und leichte Gerichte ohne überflüssige Gewürze zu essen. Noch eine interessante Tatsache. Er trinkt keinen Tee mit Milch, obwohl das eines der beliebtesten Getränke in Indien ist. Stattdessen wählt er Kräutertees und Zitronenwasser. Aber lassen Sie uns nach Südamerika wechseln und sehen, was der Führer Brasiliens isst. Die brasilianische Küche. Das ist eine Mischung aus europäischen, afrikanischen und indigenen Traditionen. Und der Präsident Brasiliens, Lula da Silva, ist ein wahrer Liebhaber der nationalen Gerichte. Er liebt Fleisch, besonders Feijoada, einen Eintopf aus Bohnen mit Rind- und Schweinefleisch. Das ist eines der beliebtesten brasilianischen Gerichte und wird oft in der Präsidentenresidenz serviert. Ein weiteres Gericht, das er liebt, ist Picanha. Das ist eine besondere Art von Steak, das auf dem Grill zubereitet wird. Lula da Silva hat sogar gesagt, dass er es jeden Tag essen könnte. Bei den Getränken bevorzugt er Kaffee und frisch gepresste Säfte. In Brasilien gibt es eine große Vielfalt an Früchten und der Präsident wählt oft Säfte aus Guave, Ananas oder Maracuja. Die italienische Küche ist weltweit bekannt und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni ist eine große Liebhaberin der nationalen Gerichte. Sie liebt Pasta, besonders Carbonara, Spaghetti mit Eiern, Käse und Speck. Das ist eines der beliebtesten Gerichte in Rom, wo sie geboren wurde. Ein weiteres ihrer Lieblingsgerichte ist Ossobuco. Das ist geschmorte Kalbshaxe mit Gemüse, die in Norditalien sehr beliebt ist. Interessanterweise isst Meloni selten Desserts. Im Gegensatz zu vielen Italienern ist sie kein Fan von Tiramisu und Cannoli. Aber sie liebt Käse, besonders Parmesan und Gorgonzola. Aber Kaffee ist heilig. Die Italiener trinken viel davon und Meloni ist da keine Ausnahme. Sie bevorzugt Espresso, ohne Zucker und Milch. Argentinien ist ein Land, in dem Fleisch einen zentralen Platz in der Esskultur einnimmt. Und Präsident Alberto Fernández teilt diese Tradition voll und ganz. Eines seiner Lieblingsgerichte ist das berühmte argentinische Asado. Das ist eine Art Barbecue, bei dem das Fleisch lange über offenem Feuer gegrillt wird. Rindfleisch in Argentinien gilt als eines der besten der Welt und der Präsident weiß genau, wie man es richtig zubereitet. Er mag auch Milanesa. Paniertes und gebratenes Kalbfleisch, das ein wenig an das italienische Schnitzel erinnert. Das ist ein beliebtes Gericht in argentinischen Familien und Fernández hat oft gesagt, dass er es schon seit seiner Kindheit isst. Von den Getränken bevorzugt er Mate, den traditionellen argentinischen Tee, der aus einem speziellen Gefäß mit einem Metallröhrchen getrunken wird. Man kann ihn mit diesem Getränk sogar bei offiziellen Treffen sehen. Die japanische Küche ist eine Kombination aus Tradition, Minimalismus und frischen Zutaten. Der Premierminister Japans, Fumio Kishida, hält sich an die Prinzipien gesunder Ernährung, hat aber auch Lieblingsgerichte. Eines davon ist Unidon. Das ist Reis mit Seeigel, der als Delikatesse gilt. Der Geschmack ist ungewöhnlich, etwas süßlich und Kishida hat zugegeben, dass er ihn seit seiner Kindheit isst. Außerdem liebt der Ramen die traditionelle japanische Nudelsuppe. Jede Region Japans hat ihr eigenes Rezept und der Premierminister probiert oft verschiedene Varianten während seiner Reisen durch das Land. Interessanterweise liebt Fumio Kishida Fleisch. Im Gegensatz zu vielen Japanern, die Fisch bevorzugen, schätzt er gutes Wagyu, das marmorierte Rindfleisch, das buchstäblich auf der Zunge zergeht. Die südkoreanische Küche ist bekannt für ihre einzigartigen Gerichte. Und der Präsident des Landes hält an den nationalen Traditionen fest.
Eine der Hauptmerkmale der koreanischen Küche ist Kimchi. Das sind fermentierte Gemüse, meist Kohl mit Knoblauch und Pfeffer. Koreaner essen Kimchi jeden Tag. Und der Präsident ist da keine Ausnahme. Ein weiteres seiner Lieblingsgerichte ist Bulgogi. Das ist Rindfleisch, mariniert in Sojasauce mit Honig, Knoblauch und Sesam. Es wird gegrillt und schmeckt unglaublich. Duftendes Fleisch. Zum Frühstück bevorzugt er den traditionellen koreanischen Juk, einen Reisbrei mit Fleisch oder Gemüse. Er ist leicht, aber dennoch sehr sättigend. Die ägyptische Küche ist eine Mischung aus nahöstlichen und mediterranen Traditionen. Der Präsident Ägyptens, Abdel Fattah al-Sisi, hält an nationalen Geschmäckern fest und ändert sie selten. Er liebt Koschari, eine Mischung aus Reis, Nudeln, Kichererbsen und Tomatensauce. Es ist ein sehr sättigendes Gericht, das als Essen der einfachen Leute gilt, aber der Präsident ignoriert es nicht. Er isst auch oft Ful Medams, gedünstete Bohnen mit Olivenöl und Gewürzen. Das ist ein traditionelles ägyptisches Frühstück, das Energie für den ganzen Tag gibt. Von den Süßspeisen mag er Basbousa, einen Grießkuchen mit Sirup. Es ist eine der beliebtesten ägyptischen Leckereien, die bei allen Festen serviert wird. Aber welche Küche gilt als die ungewöhnlichste? Unter den Weltführern? Einige Präsidenten mögen Gerichte, die für den Rest der Welt seltsam oder ungewöhnlich erscheinen. Zum Beispiel aß der ehemalige Präsident Islands Gudni Johannesson Hakal. Das ist fermentiertes Haifleisch mit einem sehr scharfen Geruch. In Island ist es eine traditionelle Delikatesse, aber Touristen wagen es selten, es zu probieren. In der Mongolei bevorzugte der ehemalige Präsident Kaltmagiin Batulga Bodok. Das ist ein Gericht, das direkt in der Tierhaut zubereitet wird, indem es mit glühenden Steinen gebacken wird. Und in Kambodscha essen politische Führer manchmal frittierte Spinnen. Das ist eine exotische Delikatesse, die in Zeiten von Nahrungsmangel im Land entstand, aber später zu einer nationalen Besonderheit wurde. Aber wenn Sie noch mehr überrascht werden möchten, dann lassen Sie uns in die Vergangenheit reisen. In jene Zeiten, als Staaten von Königen und Kaisern regiert wurden. Ihre Ernährung wird Sie zweifellos überraschen. Die Pharaonen des alten Ägypten galten als lebende Götter, und ihre Ernährung entsprach diesem Status. Ihr Tisch war mit einer Vielzahl von Gerichten überladen, und der Prozess der Essenszubereitung war komplex und streng kontrolliert. Die Ernährung der Pharaonen umfasste Brot, Gemüse, Obst, Fleisch und eine große Menge Honig. Brot wurde in Ägypten aus Emmerweizen gebacken. Dies ist eines der ältesten Getreide. Es wurde oft mit Kümmel, Koriander und Mohn bestreut. Die Pharaonen liebten Fleisch, aber sie aßen es nicht so oft, wie man denken könnte. Die Hauptproteinquellen waren Fisch, Enten, Jense, Tauben. Rindfleisch galt als Luxus und konnte sich nur die Oberschicht leisten. Ein interessanter Fakt: Die Ägypter waren die ersten, die Foie Gras herstellten. Sie mästeten Gänse, damit ihre Leber besonders zart wurde. Aber die größte Schwäche der Pharaonen waren Süßigkeiten. Honig wurde in fast allen Gerichten verwendet und aus Datteln und Nüssen wurden Desserts gemacht, die an moderne orientalische Süßigkeiten erinnerten. Die russischen Kaiser waren für ihre Festmähler bekannt. Ihre Mahlzeiten konnten mehrere Stunden, manchmal sogar Tage dauern. Einer der Hauptdelikatessen war Garum. Das ist eine fermentierte Fischsoße, die fast jedem Gericht hinzugefügt wurde. Sie galt als Zeichen von Reichtum und war teuer. Die Kaiser aßen viel Fleisch. Auf der Speisekarte standen Wildschweine, Hirsche, Hasen, Pfauen und sogar Flamingos. Es wird gesagt, dass Kaiser Heliogabalus Gerichte aus Flamingo- und Pfauenzungen liebte und sie als besondere Delikatesse betrachtete. Früchte und Gemüse waren ein obligatorischer Teil der Mahlzeit. Besonders geschätzt wurden Feigen, Trauben, Granatäpfel und Oliven. Diese wurden mit Ziegenkäse und Honig serviert. Die Desserts hingegen beeindruckten durch ihre Vielfalt. Die Römer machten Kuchen mit Nüssen, Feigen und Käse, die sie mit Honig und Wein übergossen. Die chinesischen Kaiser waren für ihre erlesene Ernährung bekannt. Ihre Küche umfasste Hunderte von Gerichten und ganze Armeen von Köchen waren mit dem Kochen beschäftigt. Eines der erstaunlichsten Gerichte war die Schwalbennestsuppe. Es ist eine seltene Delikatesse. Aus der erstarrten Schwalbenspeichel galt es als unglaublich nützlich und kostete ein Vermögen. Die Kaiser aßen viel Ente und Schwein. Die Pekingente, die nach einer speziellen Methode zubereitet wurde, war eine der Hauptdelikatessen im Palast. Das Fleisch wurde in Honig und Gewürzen mariniert und dann im Ofen bis zur knusprigen Kruste gebacken. Aber am meisten liebten sie Reis. Dabei galt weißer Reis als königlich, während schwarzer ausschließlich für die Kaiser bestimmt war. Gewöhnlichen Menschen war es verboten, ihn zu essen. In China wurde Wein aus Reis hergestellt und bei Festen serviert, zusammen mit exotischen Früchten. Litschi, Mango und Drachenfrucht. Ludwig der Zönse, bekannt als der Sonnenkönig, liebte Luxus in allem und sein Tisch war ein wahres Kunstwerk. Der König aß 4-mal am Tag und jede Mahlzeit verwandelte sich in ein Spektakel.
Er konnte Hunderte von Höflingen einladen, um zuzusehen, wie er aß. Es war nicht nur ein Abendessen, sondern eine Machtdemonstration. Auf seinem Menü standen immer Wild, Fisch, exotische Früchte und die besten Weine Frankreichs. Eine seiner Lieblingsdelikatessen war Truthahn mit Trüffeln. Zu dieser Zeit galt Truthahn als Rarität und nur die reichsten Menschen konnten ihn sich leisten. Ludwig liebte auch frisches Gemüse. Um seinen Tisch das ganze Jahr über mit Spargel und Artischocken zu versorgen, wurden in seinem Palast spezielle Gewächshäuser errichtet, eine Neuheit für diese Zeit. Desserts waren eine besondere Schwäche des Königs. Er lehnte nie Sahne, Kuchen oder Fruchtgelee ab. Aber am meisten liebte Ludwig Schokolade, die zu dieser Zeit gerade begann, Europa zu erobern. Die russischen Zaren veranstalteten ein wahres Festmahl, das mehrere Tage dauern konnte. Bei solchen Banketten wurden Hunderte von Gerichten serviert, und die Anzahl der Diener, die daran beteiligt waren, erreichte mehrere hundert. Eines der Hauptgerichte auf dem Zarentisch war der Störkuchen. Ein riesiger Fischkuchen mit Stör oder Störlet. Dies galt als Symbol des Reichtums und konnte nur zu besonderen Anlässen serviert werden. Ein weiteres Lieblingsgericht war gebratener Schwan. In Russland wurde er mit Äpfeln, Gewürzen und Sauerrahmsoße zubereitet. Dieses Gericht war bei großen Festen obligatorisch. Brei spielte ebenfalls eine wichtige Rolle in der Ernährung der Zaren. Besonders beliebt war Gänsebraten mit Brei, gefüllt mit Buchweizen. Die Desserts auf dem Zarentisch umfassten Honigkuchen, Konfitüre aus seltenen Beeren und Spieten. Ein heißes Getränk auf Basis von Honig und Gewürzen. Aber das Erstaunlichste ist die Anzahl der Menschen, die in dem Prozess involviert waren. Am Zarenhof arbeiteten Hunderte von Köchen, Dienern und Ärzten und Verkoster. Das Essen wurde im Voraus probiert, um jegliche Bedrohungen auszuschließen, und der Zar selbst konnte Gerichte aus einer langen Liste auswählen, die von seinen Köchen zusammengestellt wurde. So hat sich die Ernährung der Herrscher von der Antike bis heute verändert. Heutzutage essen Präsidenten und Monarchen viel einfacher, aber die Kontrolle über ihr Essen bleibt genauso streng wie vor Tausenden von Jahren.